Markus, ein erfahrener Softwareentwickler, der an einem komplexen Projekt arbeitet. Er ist bekannt für seine analytischen Fähigkeiten und seine Fähigkeit, Probleme schnell zu lösen. Dr. Schmidt, Projektleiter, der für die Koordination und das Management des gesamten Projekts verantwortlich ist. Er ist bekannt für seine Führungsqualitäten und sein technisches Verständnis. Raum: ein modernes Büro mit Glaswänden. Ein großer Monitor ist an der Wand montiert. Ein langer Tisch mit mehreren Stühlen befindet sich in der Mitte des Raums. Guten Morgen, Markus. Wie läuft unser Projekt? Guten Morgen, Dr. Schmidt. Das Projekt läuft grundsätzlich gut, aber wir haben ein Problem mit der Skalierbarkeit unserer Datenbank entdeckt. Markus schaltet seinen Laptop ein und projiziert eine Folie auf den Monitor, die das Problem darstellt. Wie Sie hier sehen können, haben wir ein Problem mit der Leseleistung unserer Datenbank, wenn wir eine große Anzahl von gleichzeitigen Anfragen haben. Das könnte zu Leistungsproblemen in der Produktion führen. Das ist in der Tat ein ernstes Problem. Haben Sie schon eine Lösung im Kopf? Markus wechselt zu einer neuen Folie, die verschiedene Lösungsansätze zeigt. Wir könnten versuchen, die Datenbank zu optimieren oder ein Caching-System zu implementieren. Beide Lösungen haben ihre Vor- und Nachteile. Ich verstehe. Bitte prüfen Sie beide Optionen und erstellen Sie einen Bericht über die möglichen Auswirkungen und Kosten. Wir müssen dieses Problem so schnell wie möglich lösen. Verstanden, Dr. Schmidt. Ich werde sofort damit beginnen. Das Gespräch endet und beide gehen zurück an ihre Arbeit. Markus setzt sich an seinen Schreibtisch und beginnt, die möglichen Lösungen zu analysieren. Dr. Schmidt geht zu seinem Büro, um seine E-Mails zu überprüfen und sich auf seine nächste Besprechung vorzubereiten. Guten Nachmittag, Markus. Wie kommen Sie mit dem Problem voran? Guten Nachmittag, Dr. Schmidt. Ich habe beide Optionen geprüft und bin zu einigen Schlussfolgerungen gekommen. Markus verbindet seinen Laptop erneut mit dem Monitor und zeigt eine neue Präsentation, die die Vor- und Nachteile der beiden Lösungsansätze darstellt. Wie Sie sehen können, bietet die Optimierung der Datenbank eine bessere Leistung, erfordert aber erhebliche Änderungen an unserer bestehenden Infrastruktur. Auf der anderen Seite wäre die Implementierung eines Caching-Systems einfacher, könnte aber zu Inkonsistenzen in den Daten führen. Das ist eine schwierige Entscheidung. Haben Sie eine Empfehlung? Markus wechselt zu einer neuen Folie, die seine Empfehlung darstellt. Angesichts der Dringlichkeit des Problems und der Kosten der Datenbankoptimierung würde ich vorschlagen, dass wir zunächst ein Caching-System implementieren. Wir können die Datenbankoptimierung als langfristige Lösung in Betracht ziehen. Ich stimme zu. Bitte beginnen Sie mit der Implementierung des Caching-Systems und halten Sie mich über die Fortschritte auf dem Laufenden. Verstanden, Dr. Schmidt. Die beiden verlassen den Raum. Markus geht zurück zu seinem Arbeitsplatz, um mit der Arbeit an der Implementierung des Caching-Systems zu beginnen. Dr. Schmidt geht zu seinem Büro, um seine E-Mails zu überprüfen und sich auf seine nächste Besprechung vorzubereiten. Guten Nachmittag, Markus. Wie läuft die Implementierung des Caching-Systems? Guten Nachmittag, Dr. Schmidt. Die Implementierung läuft gut, wir haben bereits einige positive Ergebnisse gesehen. Markus verbindet seinen Laptop mit dem Monitor und zeigt eine Präsentation mit den neuesten Leistungstests des Systems. Wie Sie hier sehen können, hat das Caching-System die Leseleistung der Datenbank erheblich verbessert. Wir haben immer noch einige kleinere Probleme zu lösen, aber insgesamt sieht es vielversprechend aus. Das sind großartige Neuigkeiten, Markus. Gute Arbeit. Markus und Dr. Schmidt diskutieren die nächsten Schritte und mögliche Herausforderungen. Was sind die nächsten Schritte? Wir müssen das Caching-System weiter testen und optimieren, um sicherzustellen, dass es in der Produktion stabil läuft. Gleichzeitig sollten wir beginnen, die Datenbankoptimierung als langfristige Lösung zu planen. Ich stimme zu. Bitte halten Sie mich weiterhin über die Fortschritte auf dem Laufenden. Wird gemacht, Dr. Schmidt. Die beiden verlassen den Raum. Markus geht zurück zu seinem Arbeitsplatz, um mit der weiteren Optimierung und den Tests des Caching-Systems zu beginnen. Dr. Schmidt geht zu seinem Büro, um seine E-Mails zu überprüfen und sich auf seine nächste Besprechung vorzubereiten. Dabei fühlt er sich erleichtert, dass das dringende Problem auf dem Weg zur Lösung ist. Guten Morgen, Markus. Wie steht es um das Caching-System? Guten Morgen, Dr. Schmidt.
Das Caching-System läuft stabil und wir haben eine erhebliche Verbesserung der Leistung festgestellt. Markus verbindet seinen Laptop mit dem Monitor und zeigt eine Präsentation mit den abschließenden Leistungstests des Systems. Wie Sie hier sehen können, hat das Caching-System die Leseleistung der Datenbank um etwa 60% verbessert. Außerdem haben wir keine größeren Probleme mit Dateninkonsistenzen festgestellt. Das ist hervorragend, Markus. Sie und Ihr Team haben großartige Arbeit geleistet. Markus und Dr. Schmidt diskutieren die zukünftigen Pläne und die langfristige Lösung. Was sind die nächsten Schritte? Nun, da das Caching-System stabil läuft, sollten wir mit der Planung der Datenbankoptimierung als langfristige Lösung beginnen. Sehr gut, Markus. Bitte halten Sie mich über die Fortschritte auf dem Laufenden. Natürlich, Dr. Schmidt. Die beiden verlassen den Raum. Markus geht zurück zu seinem Arbeitsplatz, um mit der Planung der Datenbankoptimierung zu beginnen. Dr. Schmidt geht zu seinem Büro, zufrieden mit der gelungenen Lösung des dringenden Problems und gespannt auf die zukünftigen Verbesserungen.